Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Deutsch Easy Tricks. Heute möchte ich über das Thema Wohnsituation während des Studiums sprechen. Mein Vortrag wird aus folgenden Teilen bestehen. Als erstes möchte ich kurz auf mehrere Möglichkeiten eingehen. Dann möchte ich die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten erläutern. Danach möchte ich eine Möglichkeit genauer darstellen und meine Meinung dazu äußern. Anschließend möchte ich Schlussfolgerungen ziehen. Die Wohnsituation während des Studiums spielt eine entscheidende Rolle in unserem Leben, da sie unser Wohlbefinden und unseren Studienerfolg positiv beeinflusst. Eine passende Wohnform bereichert unser Leben und hilft uns, selbstständiger und verantwortungsbewusster zu werden. Zu diesem Thema stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel bei den Eltern zu wohnen, in einer Wohngemeinschaft zu leben oder ein Einzelzimmer zu mieten. Es gibt Vorteile als auch Nachteile. Ein großer Vorteil ist, dass man bei den Eltern finanzielle Unterstützung und Sicherheit bekommt. Ein weiteres Argument für das Leben in einer Wohngemeinschaft ist, dass man soziale Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen kann. Dafür spricht, dass ein Einzelzimmer mehr Ruhe und Privatsphäre bietet. Das sind einige Vorteile. Allerdings gibt es auch negative Seiten, also Nachteile, die man nicht vergessen darf. Ein großer Nachteil ist, dass man bei den Eltern weniger Selbstständigkeit entwickelt. Dagegen spricht, dass es in einer Wohngemeinschaft Konflikte wegen Ordnung oder unterschiedlichen Gewohnheiten geben kann. Ein weiteres Argument gegen ein Einzelzimmer ist, dass die Kosten oft höher sind. Das sind einige Nachteile. Nun möchte ich eine Möglichkeit genauer beschreiben, nämlich in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Ich habe Erfahrung damit, weil ich selbst während meines Studiums in einer WG gelebt habe. Dadurch habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen und Kompromisse einzugehen. Außerdem konnte ich neue Freundschaften schließen und hatte immer jemanden zum Austausch. Natürlich gab es manchmal Meinungsverschiedenheiten, aber durch offene Gespräche konnten wir Lösungen finden. Insgesamt war es eine sehr prägende und positive Erfahrung. Zum Schluss möchte ich meine Meinung zum Thema äußern. Ich bin der Auffassung, dass das Wohnen in einer Wohngemeinschaft eine sehr gute Möglichkeit für Studierende ist, da man Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen gleichzeitig entwickeln kann. Hiermit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Das war alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.